Was ist ein Algorithmus? In der Informatik ist ein Algorithmus ein Satz von Anweisungen zur Lösung eines Problems, Schritt für Schritt. In der Regel werden Algorithmen von Computern ausgeführt, aber auch wir Menschen haben Algorithmen. Wie würdest du zum Beispiel die Anzahl von Personen in einem Raum zählen? Nun, wenn du wie ich bist, zeigst du wahrscheinlich auf jede Person, eine nach der anderen, und zählst von 0 an aufwärts. 1, 2, 3, 4 und so weiter. Das ist ein Algorithmus. Versuchen wir das etwas formeller in Pseudocode auszudrücken. Einer sprachähnlichen Syntax, die einer Programmiersprache nachempfunden ist. n ist gleich 0. Für jede Person im Zimmer gilt n ist gleich n plus 1. Wie ist dieser Pseudocode zu verstehen? In Zeile 1 wird eine Variable namens n deklariert und ihr Wert auf 0 gesetzt. Das bedeutet einfach, dass zu Beginn unseres Algorithmus das Ding, das wir zählen, den Wert 0 hat. Denn bevor wir anfangen zu zählen, war ja noch nichts gezählt. Es ist gebräuchlich, diese Variable n zu nennen. Ich hätte sie alles Mögliche nennen können. Zeile 2 markiert nun den Beginn der Schleife, einer Abfolge von Schritten, die eine bestimmte Anzahl von Malen wiederholt wird. In unserem Beispiel wäre das Zählen der Personen im Raum. Unterhalb von Zeile 2 befindet sich Zeile 3, in der genau beschrieben wird, wie wir das tun. Der Einzug deutet an, dass Zeile 3 wiederholt wird. Der Pseudocode besagt also, dass nach dem Start bei 0 für jede Person im Raum n um 1 erhöht wird. Und ist dieser Algorithmus korrekt? Testen wir es doch mal. Funktioniert es, wenn sich 2 Personen im Raum befinden? Schauen wir mal. In Zeile 1 wird n auf 0 gesetzt. Für jede dieser beiden Personen wird dann n um 1 erhöht. Beim ersten Durchgang durch die Schleife wird n also von 0 auf 1 aktualisiert. Beim zweiten Durchgang wird n von 1 auf 2 aktualisiert. Und damit ist am Ende dieses Algorithmus n gleich 2, was tatsächlich der Anzahl der Personen im Raum entspricht. Soweit, so gut. Wie wäre es aber mit einem Ausnahmefall? Angenommen, es befinden sich keine Personen im Raum, außer mir, der die Zählung durchführt. In Zeile 1 wird n wieder auf 0 gesetzt. Dieses Mal wird Zeile 3 jedoch überhaupt nicht ausgeführt, da sich keine Person im Raum befindet. Und somit bleibt n gleich 0, was tatsächlich der Anzahl der Personen im Raum entspricht. Ziemlich einfach, oder? Aber Menschen einzeln zu zählen ist auch ziemlich ineffizient, oder? Das können wir doch sicher besser. Warum nicht 2 Personen auf einmal zählen, anstatt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zu zählen? Warum zählen wir nicht 2, 4, 6, 8 und so weiter? Es klingt sogar schneller und das ist es auch. Drücken wir diese Optimierung in Pseudocode aus. n ist gleich 0. Für jedes Paar von Personen im Raum gilt n ist gleich n plus 2. Ziemlich einfache Änderung, oder? Anstatt die Personen einzeln zu zählen, zählen wir sie stattdessen jeweils zu zweit. Dieser Algorithmus ist damit doppelt so schnell wie der letzte. Aber ist das richtig? Schauen wir mal. Funktioniert es, wenn sich 2 Personen im Raum befinden? In Zeile 1 wird n auf 0 gesetzt. Für dieses eine Personenpaar wird dann n um 2 erhöht. Am Ende dieses Algorithmus ist n also 2, was tatsächlich der Anzahl der Personen im Raum entspricht. Nehmen wir an, es sind keine Personen im Raum. In Zeile 1 wird n auf 0 gesetzt. Wie zuvor wird Zeile 3 überhaupt nicht ausgeführt, da sich keine Paare von Personen im Raum befinden. Und somit bleibt n gleich 0, was tatsächlich der Anzahl der Personen im Raum entspricht. Aber was ist, wenn sich 3 Personen im Raum befinden? Wie schlägt sich dieser Algorithmus dann? Schauen wir mal. In Zeile 1 wird n auf 0 gesetzt. Für ein Paar dieser Personen wird dann n um 2 erhöht. Aber was dann? Es ist kein weiteres vollständiges Personenpaar im Raum, sodass Zeile 2 nicht mehr gilt. Und damit ist am Ende dieses Algorithmus n immer noch 2, was nicht korrekt ist. Dieser Algorithmus wird als fehlerhaft bezeichnet, weil er einen Fehler hat. Korrigieren wir das mit einem neuen Pseudocode. n ist gleich 0. Für jedes Paar von Personen im Raum gilt n ist gleich n plus 2. Falls eine einzelne Person übrig bleibt, gilt n ist gleich n plus 1. Um dieses spezielle Problem zu lösen, haben wir in Zeile 4 eine Bedingung eingeführt, auch als Verzweigung bekannt, die nur ausgeführt wird, wenn es eine Person gibt, die wir keiner anderen Person zuweisen können. Ob nun 1 oder 3 oder irgendeine andere ungerade Zahl von Personen im Raum sind, spielt keine Rolle. Der Algorithmus wird sie zählen. Geht das noch besser? Nun, wir könnten in 3er oder 4er oder sogar in 5er und 10er Schritten zählen, aber darüber hinaus wird es schwierig, auf die Personen zu zeigen. Letztendlich ist es egal, ob sie von Computern oder Menschen ausgeführt werden. Algorithmen sind lediglich eine Reihe von Anweisungen, mit denen Probleme gelöst werden können. Das waren nur 3. Welches Problem würdest du mit einem Algorithmus lösen? Lerne mehr mit diesen Videos und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Verpasse nie die Chance, etwas Neues zu lernen.